zusammen, Tim von Tier One hier. Heute mit einem kleinen Video und zwar zum Thema Schmieren der TM-MWS. Also im Speziellen hier der Bolt Carrier Group oder auf Deutsch auch Verschlussträgereinheit. Was ihr braucht, ist eigentlich einmal Synco Loop. Ich hoffe, man sieht's. Grade 2. Da kann man mit Sicherheit ein eigenständiges Video drüber machen, welches Schmiermittel am besten geeignet ist. Wenn ihr damit arbeitet, dann wird es auf jeden Fall gut werden. Und ein bisschen Silikonöl. So, zuallererst kümmern wir uns mal um den Nozzle oder die Nozzle-Einheit. Und zwar seht ihr hier hinten schon im hinteren Bereich, dass es eine Gummidichtung gibt. Die schmiert ihr ganz leicht mit Silikonöl. Das heißt, entweder direkt auftragen oder ein bisschen aufpinseln. Bloß nicht zu viel, denn was ihr auf jeden Fall vermeiden wollt, dass hier in diesen vorderen Bereich auf irgendeine Art und Weise Öl reinkommt oder Fett oder ähnliches. Denn ansonsten habt ihr das in der Hauptbaukammer und ihr werdet keine konstanten Ergebnisse erreichen. Also ihr seht gerade, die Fläche leidet unter Abrieb und die Fläche hier. Und auch da wieder nur minimal, weil ihr wollt dringend verhindern, dass hier vorne irgendwas reinkommt. Das heißt, ihr schnappt euch ein bisschen Silikonöl, einschmieren, fertig, Feierabend. Denn da geht es darum, dass die Nozzle-Einheit hier vorne im Verschlussträger langläuft. Okay, dann normalerweise habt ihr hier hinten noch einen O-Dichtring sitzen. Der ist nicht immer da. Manchmal, also der ist immer da, aber manchmal in einer anderen Position. Manchmal müsst ihr in den Verschlussträger reingucken, in den Bolt Carrier, und dann seht ihr, ich hoffe man sieht das auf dem Video, dass der hinten einfach stecken bleibt. Den da rauszupopeln, das kann man machen. Das Problem ist nur, man neigt dann dazu, diesen O-Ring möglicherweise zu beschädigen. Deswegen drin lassen und dann schnappt ihr euch von eurem Silikonöl, ich weiß nicht, ob man das sieht, so eine kleine Verlängerung, die meistens dabei ist, und sprüht das minimal ein. Ja, das sind die Stellen, die ihr im Prinzip mit Silikonöl schmiert. Und dann geht es darum, was schmieren wir denn mit diesem Fett hier ein? Ihr schnappt euch einen Pinsel und dann fangt ihr an, minimal einzuschmieren. Und zwar folgende Laufflächen. Ich zeige euch das mal. Meistens seht ihr das auch schon selbst an dem Verschlussträger, weil da ein gewisser Abrieb ist. Im Prinzip sind die Stellen, die eingeschmiert werden, wie bei der originalen A15. Die Reibflächen sind dieselben. Also, hier möchtet ihr einschmieren, an dieser Stelle. Hier unten, minimal. Dann geht ihr mit dem Fett und schmiert im Prinzip ungefähr von der Hälfte bis hier hinten alles ein, denn ihr seht auch hier schon Abrieb. Das liegt einfach an dem Hammer, der unten sitzt in der Einheit im Lower Receiver. Dann schmiert ihr hier die Lauffläche ein, diese Lauffläche, und dann gucken wir uns oben noch an. Hier oben wird noch eingeschmiert und hier oben wird eingeschmiert. So. Und dann schaut ihr so ein bisschen, ob hier noch irgendwo Abrieb ist. Also ich sehe hier noch Abrieb, hier würde ich im Prinzip noch ein bisschen einschmieren und hier hinten. Und zusätzlich noch minimal oben am Gaskey, denn auch da kommt es zu Bewegung und die möchten wir einfach ein bisschen abdämpfen durch das Fett. Ich persönlich fette auch noch hier diesen Bereich ein. Also das hier ist im Prinzip sowas wie ein, ich nenne es mal Kugellager Light oder so eine Rolle, die dafür sorgt, dass der Hämmer geschmiert wird. Auch die hat einen gewissen Verschleiß, da schmiere ich ein bisschen ein. Das Gute ist, dass die sowieso rollend gelagert ist, insofern ist die Reibung da relativ gering. Aber ansonsten habe ich euch alle Stellen gezeigt und achtet peinlichst darauf, dass hier nichts reinkommt. Und dann seid ihr soweit safe. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo da. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und bis zum nächsten Mal.